Hi, willkommen zurück zu einem neuen Part, Final Fantasy X. Letzten Part habe ich zum Glück endlich die ganzen Spheroide eingesammelt. Hat ja nur fast 2 Parts gedauert. Aber jetzt geht es endlich weiter mit der Hauptstory und wir verlassen den Makelonja-Wald. Und oh, Klaske und Oraka sind hier. Hi there. Would you look at this? They always leave me behind. Oh, you want me to scratch you? There. Good boy. How'd you know what it wanted? I've always been able to tell how chocobos feel. Maybe I'd make a better chocobo breeder than chocobo knight, huh? Hey, what job do you see me doing? Ja, Chocobo-Ritter? Weiß ich nicht. Da bist du immer deiner Kommandantin hinterhergelaufen, deswegen. Chocobo-Pfleger passt, glaube ich, besser zu dir. Yeah, I think so too. You know, I might just give it a try. Ich weiß gar nicht, ob das Auswirkungen hat, was man zu ihnen sagt. Wie komme ich an die Kiste ran? Glasgow ist im Weg. Ach, hier kommen Zufallskämpfer, okay. Naja, wo in diesem Spiel kommen keine so... Oh, Südlichen, ne? Okay. Gar nicht so schlecht. Dann steigt die Ekstase-Liste immer, wenn man gewinnt. Da Oren oft in der Kuppel dabei ist, die kämpft, macht das sogar durchaus Sinn, aber Kampfgeist finde ich doch besser. Als Siegeshymne bringt ihr zum Beispiel nichts gegen Bosse, weil das erst kommt, wenn man... Curse that ring for taking up a place like this. He'll be rich by tomorrow, all on account of this celebration thing. What? You buying something from me? was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Also Siegeshymne bringt gegen Bosse nichts, weil der die Ekstase leicht nicht steigen kann. Und der Standort ist Mist, hier kommt keine Menschenseele sonst lang. Oh, AK. Sag mal her, was hast du? Das ist gar nicht mal so schlecht. Giftschutz. Ey, Bruderharz behalte ich. Achso, Kimari mit Zauber. Rico benutzt sowieso nicht zum Angreifen, die braucht nichts. Das behalten. Das Stummwappen, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Plus 15% HP. Vor allem kann das Rico gut gebrauchen. So. Vielleicht ist... Ja, alle machen erstmal Pause. Vielleicht ist Klasko jetzt weg. Ne, Klasko ist immer noch da. Okay. Dann ist mir die Kiste egal. Wird wahrscheinlich wieso nichts Tolles drin sein. Oh yeah! Oh, Lulu ist verwirrt. Das ist nicht gut. Dann macht die irgendwelche Sachen, die nicht gut sind. Wobei das bei Zauberern wie Lulu nicht ganz so schlimm ist, weil die theoretisch kann die auch die anderen angreifen oder sich selber, und wenn der physische Angriff halt hoch ist, ist das schlecht, aber Lulu hat zum Glück keinen hohen physischen Angriff. Lady Yuna, we've been expecting you. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry.
Do you think that Maester Seymour would let me? But of course, my lady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Goodbye. Warum denn alleine? Well, we must follow Grotto tradition. I'll have to ask you to wait here a little while longer. I'll send someone to escort you. Als ob wir nicht selber laufen könnten. We're all with you. Do as you will. Thank you. Wir brauchen niemanden, der uns eskortiert. Sorry. That was your line. Yuna! Yes, sir! Oh no! Albert! Oh, was wollen die denn schon wieder? Juna mal wieder entführen oder was? Dann lässt man einmal das Mädchen alleine. Einmal. Und schon passiert wieder Mist. Stand back. Thank you. Lady Yuna. Riku! Tu den dan, Vanna, un week a trek! Win bunalwig magic, you'd an ya came at. Okay, ich habe Zauber und ich habe Bestia verstanden. Translation? He's gonna use an anti-magic field on us. Katras! Parlbeck lässt die Konten so gut zu Gesicht stehen und versteht mir auch ein bisschen mehr. Ja, wieder eine Bestie. Bestie sei schon. Wieder eine Albeck-Maschine. Aber Siegeleinheit. Versiegelt Zauber und Beschwörungen. Das heißt, ich mache die kaputt und dann kann ich das wieder benutzen. Richtig? Erstmal klauen wir. Also das ist das Einzige, wozu Rico gut ist. Mundschleier. So, Wacker, kannst du die abholen? Der Lulu ist ein bisschen unnütz, solange ich nicht zaubern kann. Genauso wie Yuna. Dauerfeuer. Macht keinen schlechten Schaden. Mari, kannst du schon Dings? Ach, ich kann ja gar nicht zaubern. Ah, warte mal. Kann ich die mit Dings angreifen? Ja, kann ich. Die Entfernung ist zu groß. Nein, kann ich nicht. Okay. Dann hauen wir mal so auf ihn drauf. Das macht ja gewaltigen Schaden. Naja, seine Angriffe halten sich in Grenzen. So, jetzt ist die Siegeleinheit weg. Das heißt, Yuna und Lulu... Sind noch 3 Runden bis zum Magiestrahl. Okay. Das ist, glaube ich, ein richtig heftiger Angriff. Das Ding ist gegen Blitz schwach. Wie viel Schaden mache ich? Oh, das ist in Ordnung. What? Zum Glück habe ich Engel. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass Lulu davon so auf den Sack kriegt. Noch 2 Runden bis Magiestrahl.
Fall die nochmal hoch. Noch eine Runde. Okay. Ich habe eine Taktik. Kontert der Magieangriffe. Das sieht für mich so aus. Ne, der kontert allgemein, oder? Aber es ist, glaube ich, zufällig, ob er das macht oder nicht. So. Wir holen mal Y rein. Der fängt gleich die Superattacke ab. Wenn Bestia besiegt werden, gehe ich halt nicht gerne over. Das ist der Vorteil daran. Ja, Y tankt das einigermaßen gut. Magiestrahl, wie viel macht denn der? 900. Easy. Dann heilen wir uns mal gerade ein bisschen auf. Ja, solange ich ihn selber nicht angreife, kommt der auch nicht, ne? Greifen wir ruhig nochmal an. Zack. So. Nee, das ist mir zu riskant. Ich heile mich erstmal hoch. Da ich jetzt wieder den Superangriff abkriege. So, und jetzt kriegst du meinen Superangriff. Macht der 9999? Ja, macht er. Okay. Bestia. Overpowered. Und das macht Yuna overpowered. Jo, jo. Geht gut ab. Milady. Riku! Ich fem dan wie dran. Extra guardian of Yuna, wika? Yuna kwa? Fafem kintran, krak kwa? We tu drek je moha kijk den. I told him I was a guardian. Well, I guess I had to, really. How come you speak out Bhed? Ja, warum wohl, Wacker? Why? Because I'm Bhed, and that was my brother. You knew? Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. This is great. I can't believe I've been traveling with an Bhed, a heathen. You're wrong. We have nothing against Yevon. But you Bhed used the forbidden machina. You know what that means? Sin was born because people use machina. You got proof? Show me proof. It's in Yevon's teaching. Oh, not that you know. That's not good enough. Yevon says this, Yevon says that. Can't you think for yourself? Well, then you tell me. Where did sin come from, huh? I don't know. You badmouth Yevon, and that's all you can come up with. But that doesn't mean you should do whatever they say without thinking. Nothing will ever change that way. Nothing has to change. You want sin to keep coming back? There might be a way to stop it, you know? Sin will be gone once we atone for our past mistakes. When? How? If we keep faith in Yevon's teachings, it will be gone one day. Why do I even bother? Korrekt. Riku. Will this move? Yes! We're not using that, are we? Wait. Sir Aron isn't Bhed too, is he? Come on, Waka. What? I mean, getting angry just because you found out Riku's an Bhed. You guys got along fine till now, didn't you? That's different. I mean, Well, I don't claim to know that much about Spira.
And I probably know even less about the Al Bhed, but I know Riku's a good person. She's just Riku. Lou? Just think of this as an opportunity to learn more about the Al Bhed. Ha! Let him go. Give him time to think. I'm sorry. You've done nothing to apologize for. All right, let's ride! You sure you know how to drive this? Better than Kamari does. I hope that you're not too mad at Waka. Hey, not at all. Thank you. Say, what do you think of Riku? Me? She's fun to be with. That all? Well, I can tell she's not a bad person. Yeah. You know what the problem is? She's just another Al Bhed to Waka. Waka's head is as hard as a rock. I bet it's because of Yevon, or, you know, something like that. Well, there's more to it than that. Waka doesn't like the Al Bhed because of his brother Chapu. Oh, he used a Machina weapon, right? And got killed by Sin. Killed by my old man. Damn you, Jack. What? No, nothing. Hey, can someone, like a human, become Sin ever? I can't say that I know. But why? Just a thought. Sin is the punishment for, and the incarnation of crimes we have committed. So no one really knows what it is. There's no need to know, so no one asks. You run or you fight. That is really all you can do. There's no sense brooding over it. What, that's all? I mean, you don't even wonder? You really do come from a world where there is no sin, like you say. Naja, sein Sanakat wurde auch von Sin angegriffen. Die Katze, die wir eben gesehen haben, die kann sich auch immer verändern. Weil je nachdem, mit wem man besser per Du ist, also Lulu oder Riku. Also wenn Riku einen mehr mag, dann steigt Riku da drauf, und wenn Lulu einen mehr mag, dann halt Lulu. Kommt drauf, glaube ich, drauf an, wie oft man mit jemandem anspricht, und ja. Wir haben Lulu halt ein bisschen öfter angesprochen. So, und wir sind endlich im Tempel Makelenia, wo es die nächste Bestie gibt. Halt! The likes of her are not welcome in this hallowed place. She is a guardian. An Al Bhed? A guardian? Preposterous. I've decided to be Yuna's guardian now. And that's all I want. And that's all one needs to be a guardian. Very well. Das finde ich cool an dem Spiel. Das ist ein bisschen Gesellschaftskritik. Zu dem Zeitpunkt. Sehr, sehr guter Satz von Oren. Abstammung ist nicht von Belang. Ah, there you are. Mr. Seymour and Lady Yuna. I couldn't be happier even if it was my own wedding. Now victims of sin will have something to be joyful about. Yeah, I guess so. You're not happy? Nah, it's complicated. Say, do you know where Yuna is? I believe she's gone to the Cloister of Trials with Maester Seymour. Lord Jessica!
Hä? Was? A sphere in Lady Yuna's belongings. Okay. Wo will ich denn hin? This may well answer a few questions. Ja, schauen wir uns mal an. Seit sie den gefunden hat, verhält sie sich ja ein bisschen merkwürdig. What I am about to tell you is the unclouded truth. I swear it on my honor as a Guado. Listen to me very carefully, for I shall tell you the truth about my son Seymour. His mind is closed even to me, a maester of Yevon. But I can feel flames of darkness burning in his heart. He is using Yevon, the Guado, and even the summoners. If he is not stopped, he will surely bring destruction and chaos to Spira. I will leave this world soon, killed by my own son. But I do not fault him. Because I was not wise enough, he has suffered and become twisted. I could not protect him and his mother from the world and its cruelty. I will accept death as punishment for my deeds. But whoever is watching this, I implore you to stop Seymour. Stop my son. Wonderful. Will Yuna be alright? Without us, no. Where you going? You saw it, didn't you? Seymour's bad news. But he's a maester. Fine. Tja, uns ist doch Stay here egal. if you want. Come on, Waka. Let's at least hear him out. Genau, frag den lieben Seymour, ob er seinen Vater umgebracht hat. Er wird's dir sagen, natürlich. Was ist mit dir los? Hat Owen nicht weggeboxt oder was? Kimari's up ahead. Go. Right. We will protect Yuna from anyone. Even a maester. This can't be happening. If he is truly at fault, it must be done. Da kennt Owen nix. Alle, die Yuna an den Kragen wollen, werden weggemeuchelt. Oh, coole Mucke. Ja, und wie die Situation hier weitergeht, das erfahren wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.